lange war die Anreise? Eine Stunde. Das war so während der Toilettenpause. Okay. Das war schon. Ich weiß nicht, ich wollte mich irgendwie vorstellen, sie wollte bloß... Then it's like, oh, I don't think this is gonna work out. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sergeant Murphy. Wir sind hier auf der Cultivar und stellen ein paar Gästen die Frage nach ihrer schlechtesten Dating-Erfahrung. Eine schlimmste Dating-Erfahrung Ja, was gibt's da? war tatsächlich ein Tinder-Date. I gotta make sure this girl is also down 420 friendly. And she screamed at me in front of her. It was like very shameful. Und ein Date endete besonders unangenehm. Was hier passiert ist, seht ihr in diesem Video. Deswegen seid gespannt. Und wir haben unseren ersten Gast. So, ich bin hier mit dem Niklas Hallo, servus. von... Herbalist, der Head & Grow Shop. Ein sehr guter Tipp, mit dem weniger arbeiten, ist, dass man einen relativ hohen CO2-Gehalt oder CO2-Zufuhr den Pflanzen geben kann. Bayerisches Kraut, genau, sind wir. Wir haben jetzt unter anderem Söder die Woche mit verklagt, zusammen mit dem THV und der Politik und solche Sachen. Also wir machen relativ viel Aktivismus. I'm here with Tim from Sensi Seeds. Nice to meet you. We still keep the genetics that we had from back in '85, so you have like 40-year-old mother plants over there. Wo du sofort siehst, wenn das Licht angeht, was die Pflanze macht, wenn du siehst, wie es der Pflanze geht, übergraben. Originally from Angola, raised in Portugal. Yeah. And now you see your neighbor. Wir sind hier heute auf der Cultivar und der Kameramann, er ist top. Er ist Profi-Footballspieler aus der USA, extra eingereist. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann kommt er von hinten und wir starten rein mit dem ersten Gast. Deine schlechteste Dating-Erfahrung, hast du sowas? Ja, reichlich, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Your worst dating story. You have one? My worst dating story. Let me see. I didn't have too many actually. Bad dating stories. I didn't date too much. Ja, meine schlimmste Dating-Erfahrung war tatsächlich ein Tinder-Date. Wir haben uns zum Spazierengehen verabredet. Und ich weiß nicht, ich wollte mich irgendwie vorstellen, sie wollte bloß und als wir dann wollten, wollte sie nicht mehr. Ich weiß nicht, das war ganz komisch. Das ist Nein, also wie gesagt, das war einfach, wir haben uns menschlich überhaupt nicht geaddet und trotzdem 2 Stunden spazieren gegangen. Also es war einfach komplett komisch. Ja, ich glaube, du machst das Unternehmen mit deiner Freundin, Zusammen, genau. Freundin zusammen. Aber was ist denn vielleicht deine schlimmste Dating-Erfahrung? Hast du sowas? Eine schlimmste Dating-Erfahrung. Well, I tell you the beginning and the end. The beginning, first of all, I arrived 45 minutes late. Yes, so I started the date very bad already. Luckily, she knew me. And then we went out in the park and on the small. I was 14 years old. I just had started a music band with my friends, and then Where was it? Portugal. Yeah, this was in Portugal. Then we went to the park, and I forgot money, so I could not get anything for her, and she had to pay for it. Ja, ich sag mal so, da kann es natürlich die eine oder andere Geschichte, ist mir da früher schon passiert, aber ich sag mal so, wenn man im Online-Dating-Business unterwegs ist oder unterwegs war, da kann es einem sehr schnell vorkommen, dass das eigentliche Online-Profil nicht zu der reellen Person passt und man dann relativ geschockt ist, was da auf einmal vor einem steht. Ja, so Catfish-mäßig, glaube ich, heißt das, ne? Genau so. Dass die sich für wen anders ausgeben, aber war kein anderes Geschlecht oder so. Das ist eine Frau, Nein, das war nur... Ich bin der Thorsten, servus. Nein, das ist absolut nicht, war nur dementsprechend etwas anders als auf den Fotos dargestellt, sagen wir mal so. Ja. Aber wie ging das Date dann aus? Hast du gleich gesagt, War bist du vorbeigelaufen? war relativ schnell vorbei. Ja, ich habe gesagt, okay, alles klar, danke, ciao. Have you smoked these No, days? in that time, no, I was not smoking. I was more drinking actually. The fun drink. I started smoking quite late, with 18 years old actually. But then it was no stopper from that point. And then we went home. She slept at my home. We didn't have so in that time, but I was not allowed to bring anybody at home as well. So my mother caught me and she screamed at me in front of her. It was like very shameful.
So the beginning was bad, the end was bad, but we still were okay together after. Really? And how? Then I got punished. What is your worst dating experience? Do you have one? A bad date experience. Well, I'm married and I'm together with my wife for like 10 years, so I'm going really way back. But yeah, I think my worst dating experience is when you meet somebody and you say, you want to light one up? And they say, no, I don't smoke weed. Then it's like, oh, yeah, okay, I don't think this is going to work out. Oder kurz, Janine? Müssen wir kurz eine Bezahlung Ja, machen wir durchführen? noch. Jetzt kommt Werbung für Light Vapes. Der Path Vaporizer von Light besticht durch sein wunderbares Aussehen. Wir haben 128 Gramm eluxiertes Aluminiumgehäuse, 4 top perfektionierte Temperaturstufen für das perfekte Verdampfungserlebnis. Deswegen geht jetzt in die Bio und zieht euch ein Light Vape. How did you get to her? You met her on the streets or Tinder or what was it? No, I was in a concert. She was already a friend. And then on the day of the concert, we were all good. And then I was a bit tipsy. And then I saw her, she saw me. And then I went to her and I said she had beautiful legs. And she said, look, tomorrow, when you're sober, call me. And if you still want to call me, then we go out. I said, and then next day I call her. When did you start smoking? When I was about 14, 15, so a bit too young. But yeah, I grew up in a farm area and there's not a lot to do. But yeah, there's a lot of growing there, yeah. So you weren't like, okay, do you smoke? And then, okay, let's date. So like, let's date and do you smoke? And then... Yeah, no, I usually after that I was pretty careful of selecting from like, okay, I gotta make sure this girl is also down 420 friendly, as we say. But eventually everybody knew that I was the weed guy in town. Smoke the weed every day. Yeah, so. But in this specific case, okay, you said, do you smoke? She said no. And how did it end? Well, it ended up with like just a friendly date. Okay, and bye. That was it, yeah. And a hand, yes, like that. Nice to meet you. Yeah. Musst du die schlechteste aussuchen einfach. Ja, was gibt's da? Das Schlechteste jetzt ad hoc. Schlechteste Dating-Erfahrung, ja, einfach an der Bar dann stehen gelassen worden zu sein. Und nach ungefähr 10 Minuten mit jemand anderen einfach weggegangen. Okay. Also es war schon im Gespräch und es war quasi alles klar und dann drehst du dich um und dann marschiert sie mit dem nächsten raus. Krass, aber war das dann verabredet quasi schon, oder? Ja, nein, das ist spontan. Ich war nur kurz auf der Toilette, er dürfte besser gepasst haben. Das war so während der Toilettenpause. Aber ihr habt euch vorher schon verabredet oder so, oder war das spontan? Schon? Ah, krass, das ist schon mies, ja. Ja, aber ja, am Ende des Tages auch wieder gut, weil dann findet man vielleicht einen anderen, der besser passt. Zeit gespart. Genau, Geld gespart, Zeit gespart. Das Monitoring weggefallen. Genau, so ist es. Gleiche kurze Entscheidung. Deine schlimmste Dating-Erfahrung? Boah, ich bin nach München gefahren und sie war nicht da. Scheiße. Ja, Mann. Wie lange war die Anreise? Wie lange bist du gefahren? Eine Stunde. Warum bist du 4 Stunden gefahren? Also Mit welchem? Deutschen Bahn. Mit der Deutschen Bahn. Oh, noch schlimmer, Alter. Wahrscheinlich 3 Stunden Verspätung. Leider Gottes an dem Tag nicht und dann aber auf der Rückfahrt habe ich dann noch mal eine Stunde warten müssen, bis der nächste Zug halt kam. So. Kennst du diesen Friseur? Oder immer so ist, wie lange war die Anfahrt? Und dann so mit einem Bobbycar 3 Stunden für Inside-Out-Cut. Was machen wir? Edgar-Cut mit Low-Taper. Er wollte den Edgar. Ich habe noch was für dich. Was hast du denn noch? Warte. Ja, ich habe noch 2 Shirts für euch, wenn du Bock hast. Das sind die Light Vapes Baby Shirts. Nice. Einmal diesen hier mit Ronnie Coleman, kennst du? Ja, klar kenne ich. Kennt er? Ah, bist der Lightweight Erste. Baby. Ja. Und hier noch ein zweites. Für dich und deinen Kollegen. Nice. Seins aussuchen. Dankeschön auf jeden Bruno. Fall. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, schönen Sonntag. Und habe mich gefreut, euch kennenzulernen. Ja, mich auch. Ciao.
ein Rainbow Gathering, Guatemala am Meer, 3 Pfeifen Jenga und mich bringt ein Alien, springt aus dem Wasser. Ich habe geglaubt, ich sterbe gerade. Scheiße. Ja, aber das war der Ego-Tod. Und jetzt kommt der Pony, denn dieser wird waagrecht geschnitten. Ups, da werden sogar seine Freunde zu Fliege. Denn dieser Edgar ist so krass geworden, dass sogar die Fliege zu Fliege wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Crystal clear, something new. Blackers got some shit to do.